Dear Heavenly Father, we thank you so much for your Spirit. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für deinen Geist. Thank you for this time of study. Wir danken dir für diese Studienzeit. Please forgive our sins. Bitte vergib uns unsere Sünden. Wash us clean. Wasche uns rein. Cleanse us from all unrighteousness. Reinige uns von aller Ungerechtigkeit. Please grant us thy Spirit Gib uns deinen Geist, to abide with us, dass er in uns bleibe, to fill us, dass er uns erfülle, clear our minds. dass er unseren Geist klar mache. Please speak clearly to and through us. Sprich deutlich zu und durch uns. And bless this study now as we continue to look at the subject of the daily. Und segne dieses Studium, wenn wir das Thema vom Täglichen weiter miteinander betrachten. May these truths be clear. Mögen diese Wahrheiten deutlich werden May this be informative und auch sehr informativ and enlightening, und erleuchten. both to those who are here Für alle, die hier sind as well as to those who are watching. und für alle, die das auch noch später anschauen werden. And help the translation to be clear. Hilfe auch der Übersetzung ganz klar zu In sein. Jesus' name we pray and thank you. Wir danken bereits im Namen Jesu, indem wir zu dir kommen und bitten. Amen. 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 The first thing I want to do as we begin, Das Erste, was ich tun möchte, jetzt, wenn wir anfangen, I'd actually like to show you some historical evidence of our pioneers' positions. ich möchte euch einige historische Fakten bringen in Bezug auf die Position, die unsere Pioniere einnahmen. Because we're dealing with this point of contention regarding the sanctuary in the 2300 days. Und es ging um diesen einen Zankapfel jetzt in diesem Gesamtzusammenhang der Heiligtumsfrage und des Jahres 1844. I'd like to enter several exhibits into this lecture. Ich möchte einige schöne alte Dokumente euch hier zeigen. Exhibit A for our proof in our lecture Nun, das erste is the 1843 chart. ist die 1843-Karte. I'm not sure if you can see that from over here, but on your own time you can actually look and see that in the year 508 the daily was taken away. Und ihr seht hier das Jahr 508 und darunter steht, das tägliche wird weggenommen. All right, and this is further clarified in Exhibit B. Und das wird weiter erklärt in unserem zweiten Dokument. On the 1850 chart, Das ist die 1850-Karte. where it says that the daily or paganism, pagan dominion, or the daily was taken away. 508. Dort finden wir wieder das Jahr 508 und daneben steht das tägliche, die heidnische Macht oder das tägliche wurde weggenommen. This was during the years of the transition between pagan and papal Rome. Und das war genau der Übergang, die Zeit des Übergangs zwischen dem heidnischen Rom und dem päpstlichen Rom. Our third exhibit Unser drittes Dokument is the original chart upon which these others were based. ist die ursprüngliche prophetische Karte, auf der dann die beiden bekannteren, die wir gerade sahen, basierten. Published by Joshua Himes. Joshua Himes hat diese hier rausgebracht. On this chart, you have many of the very similar symbols on these other two. Und wir finden viele der Symbole auf dieser ursprünglichen von Himes herausgegebenen Karte, die auch auf den anderen beiden später zu finden sind. You have the image of Daniel 2. Da ist das Standbild aus Daniel 2. You have the beast of Daniel 7. Da haben wir die Tiere aus Daniel Kapitel 7. You have also Daniel 8, the ram and the goat. Da sehen wir die Tiere aus Daniel Kapitel 8. You also have several different time prophecies that would end in 1843. Verschiedene Zeitketten, die im Jahre 1843 enden sollten, sind dort auch veranschaulicht. Now remember, that's the Jewish year 1843. Und wie gesagt, es geht hier um das jüdische Jahr Which 1843. means that all three prophecies would actually end sometime in 1844. Das heißt, all diese Weissagungen würden irgendwann im Jahre 1844 enden. The 2520, Die 2520 Jahre, based upon the scattering, the 7 times, the scattering of God's people. ausgehend von der Zerstreuung von Gottes Volk, von den 7 Zeiten. The 2450, Die Weissagung der 2450 Jahre. that's the Jubilees, based on Leviticus 25. Da geht es um die Jubeljahre auf Grundlage von 3. Mose 25. Very interesting prophecy, by the way. Eine ganz interessante Prophezeiung übrigens. Because the Jubilee always took place on the 10th day of the 7th month in Leviticus 25. Denn das Jubeljahr fand immer statt am 10. Tag des 7. Monats und wir können das in 3. Mose 25 So we sehen. actually had a clue, if you combine all three, of when the
time prophecy would end. Wenn man also diese 3 Zeitweissagungen, die wir hier haben, die letzte sind die 2300, zusammenlegt, dann sehen wir, sie alle ergänzen sich und führen zum selben Endpunkt. It will be at the conclusion of these prophecies, sometime in 1844, on the 10th day of the 7th month. Irgendwann am Ende dieser Zeitweissagung, im Jahre 1844 also, würde dann das jeweils vorhergesehene Ereignis stattfinden. And then here you also have the 2300 days. Und im zweiten Fall das Jubeljahr beginnen und im dritten Fall die Reinigung des Heiligtums, weil hier geht es um die 2300 Abende und Morgen. Now, a very interesting image right here in the central portion. Ein sehr interessantes Bild sehen wir hier in dieser dritten Zeitweissagung im Zentrum. We'll go ahead and make this larger so everyone can see. Ich möchte das etwas vergrößern, so kann das jeder gut sehen. Can everyone see that? Könnt ihr sehen? Make it even larger if you like. Kann es noch größer? Noch mehr vergrößern? And notice here, underneath the prophecy of the 2300 days of Daniel 8:14, Und hier unter der Weissagung der 2300 Abende und Morgen von Daniel 8,14 we have the ram and then we have the goats. sehen wir den Widder und dann den Ziegenbock. Then we have the little horn, pagan Rome. Da haben wir das kleine Horn, das für das heidnische Rom steht. And then we have, of course, what we discussed, how the daily was taken away and the abomination of desolation was set up. Und dann haben wir das, was wir vorhin miteinander besprochen haben, und zwar wie das tägliche weggenommen wurde und dann der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet worden ist. Notice it says right here, it says pagan Rome, the continual or daily. Hier steht zum Beispiel das heidnische Rom, das beständige oder tägliche. Alright, then notice this, that here it is again, 508. Hier haben wir das Jahr, das wir schon erwähnten auf den Karten vorhin. Hier ist es erneut 508. And notice what it says. This is when paganism was taken away. That is, the pagan priests, the pagan sacrifices were taken away. Und da steht, das Heidentum ist hinweggenommen worden. Das heißt, und ihr seht es schön dargestellt, dass der heidnische Kult mit heidnischen Priestern und heidnischen Opfern ein Ende genommen hat, weggenommen wurde. And the papal sacrifices, that is, the abomination of mass, was then set up. Aber stattdessen wurden jetzt die päpstlichen Opfer, die Messe, aufgerichtet. Very interesting, isn't it? Sehr interessant, nicht? Here we have the continual abomination. Wir haben also den beständigen Gräuel hier. All right. So here and then Exhibit C, our fourth piece of evidence. Jetzt sehen wir uns unser viertes historisches Dokument an. I'm not sure if Bev, you can actually zoom in on this. Zoom Ich in on weiß this. nicht, ob du da das reinzoomen kannst. The lower right-hand corner of the 1850 chart Auf der 1850 gerade, und zwar rechts unten, is an explanation of prophetic time. da findet sich eine Erklärung prophetischer Zeit. And it deals with a prophetic year or time being 360 days. Und da wird erklärt, dass ein prophetisches Jahr Okay. 360 Tage umfasst. And it says right here that 7 times is 2520 years. Dann steht dort, dass die 7 Zeiten 2520 Jahre sind. All right, but here's where it gets very interesting. Und da wird es dann sehr interessant. It says this. Da steht dann, You can actually read this yourself. und ich kann das selbst natürlich auch lesen, It says the length of the daily of Daniel 8:13 was from 457 BC to 508. great, I read that before, but I think it now springs out into my mind in a special manner. Yes, Die Länge des, oh that's wonderful, that's perfect. sure. Die Länge des täglichen von Daniel 8, Vers 13 geht von 457 vor Christus bis in das Jahr 508, 509. Okay, so showing that the prophecy of Daniel chapter 8, Das zeigt, dass die Weissagung von Daniel Kapitel 8 the vision of the ram and the goat and the little horn, in dieser Vision, wo das der Widder und der Ziegenbock und das kleine Horn vorkommen, all being pagan powers, dass das alles heidnische Mächte gewesen sind. that the daily, that was the question of Daniel 8:13, how Und dass long das- shall the daily be? Dass das täglich, und das war genau die Frage in Daniel 8, Vers 13, wie lange wird diese Vision gehen, die das tägliche beinhaltet, und Our pioneers understood this was paganism from the Unsere- Medo-Persian reign. unsere Pioniere verstanden, dass es sich beim täglichen um das Heidentum handelt und dass das Heidentum bereits seit dem Medo-Persischen Reich gemeint gewesen ist. From 457 BC to 508 AD. Von 457 vor Christus bis 508 nach And then Christus. here it is right here, that from 508 the daily was taken away, from 508
to 538 until the papacy was set up. Und dann steht dort, dass das tägliche im Jahre 508 weggenommen worden ist und dass 538, 30 Jahre später, das Papsttum aufgerichtet worden ist. That's 30-year preparation time, 508 to 538. Wir haben also eine 30-jährige Vorbereitungszeit von 508 bis 538. And then the transgression, the papal desolation, was from 538 to 1798. Dann der Gräuel der Verwüstung für sich genommen, das ist das Päpstliche, das regierte dann von 538 bis 1798. For 1260 years. 1260 Jahre lang. But notice from 508, Aber 508, okay, which we had talked about early in our lecture, worüber wir heute Nachmittag schon gesprochen haben, we discussed about the verse in Daniel 12:11. wir haben über Daniel 12, Vers 11 auch kurz gesprochen. From the time the daily will be taken away, there will be 1290 days. Und dort ist eine Zeitweissagung zu finden, die sagt, von dem Zeitpunkt, wo das tägliche beseitigt wird, sind 1290 Tage. So from 508, you add 1290, and you arrive at 1798. Wenn man 508 plus 1290 zählt, dann gelangt man eben auch in das Jahr 1798. Alright, so both the 1260 and the 1290 would end in 1798. Die 1260 und die 1290 enden beide im Jahre You 1798. should also see on the 1843 chart as well. Und das sieht man auch auf der 1843 Karte. Okay, there's a 1290, there's a 1260, terminated in 1798. Wir sehen die 1290 hier, die 1260 und beide enden im Jahre 1798. Alright, so the question remains, Die Frage bleibt weiter offen. how did all of this clear prophetic understanding become changed? Wie konnte dieses klare prophetische Verständnis plötzlich verändert werden? Alright, let's begin looking at this. Lasst uns das jetzt miteinander anschauen. Okay, we've been looking at the controversies and questionable statements. Also wir schauen uns jetzt näher an, welche Kontroversen ausbrachen, welche Zitate umkämpft gewesen And we're sind. looking at the point of contention about the daily. Wir schauen uns den Zankapfel des täglichen etwas weiter an. Alright, let's begin. Let's notice an argument that William Miller was engaged in, a debate with a man named Mr. Stewart. William Miller befand sich einmal in einer Debatte mit einem Herrn Stewart. Okay? This is during his day and time. Das war zu seiner Zeit. And this will give us some insight as to what the different interpretations of the daily and the 2300 days were. Und wir lernen daraus, welche unterschiedlichen Positionen über das tägliche damals im Umlauf waren. Now we're not, it's a long quotation, so we're not going to read the entire thing, we'll skim through portions of it. Da es ein langes Zitat ist, lesen wir es nicht ganz, sondern nur teilweise. Let's begin. Und wir beginnen. I shall now examine, this is William Miller writing, William Miller schreibt, I shall now examine Mr. Stewart's remarks on the designation of time by his own rule. ich möchte mich jetzt beschäftigen mit den Anmerkungen von Herrn Stewart in Bezug auf die Bestimmung der Zeit und möchte seine eigene Regel dafür verwenden. He quotes Daniel 8:14. Er zitiert Daniel 8, Vers 14. And he said unto me, unto 2,300 days, and shall the sanctuary be cleansed. Und er sagte, bis 2300 Abend und Morgen, dann soll das Heiligtum gereinigt werden. We have already examined the question and find that it contains a history of the world from the Medo-Persian kingdom to the end of the indignation. Wir haben bereits die Frage untersucht und festgestellt, dass die Geschichte beinhaltet wird, die Geschichte der Welt in der Vision, und zwar vom Medo-Persischen Reich bis zum Ende des Zornes, That is, bis zum letzten Ende des Zornes. that is the end of the transgression of desolation, or the end of the Roman kingdom. Und dieses Ende, das ist das Ende, so schreibt Miller, des Gräuels der Verwüstung, des verheerenden Frevels, und das ist das Ende Roms, des Alright. 4. Weltreichs. Now let's continue on. Now notice what's happening here. Okay, the answer is how long? 2,300 days. Die Antwort dann lautet dann bis zu 2300 Tagen. But the critic, that is Mr. Stewart, says it's evening mornings. Aber der Kritiker, Herr Stewart, schreibt, dass es dort ja von Abenden und Morgen Now, spricht. William Miller continues on saying it doesn't matter, it still means days. William Miller fährt fort und sagt,
ganz gleich, es handelt sich letztlich weiter um Tage. And he goes on quite a long time, basically saying that he's sick of his continual harping upon words. And the learned critics, he goes on quite a bit there. Und er fährt fort und sagt dann hier auch an einer Stelle, dass er schon krank ist von den Äußerungen der Kritiker in Bezug auf gewisse eigentlich in sich bereits geklärte Aspekte. It's actually quite humorous what he writes here. Er schreibt recht humoristisch an manchen Stellen. He says, our learned critics are worse on the waters of truth than a school of sharks on the fishing banks of the north. Unsere gebildeten Kritiker, sie sind schlimmer in ihrem Angriff auf die Wasser der Wahrheit als eine ganze Schule von Heiden, die sich auf die Fische wirft, stürzt im Norden unserer Ostküste. And they have made more infidels in our world than all the heathen mythology in existence. Und sie haben mehr Ungläubige hervorgebracht in unserer Welt als die gesamte Mythologie, die existiert. So William Miller does not have a very high opinion of the learned critics. William Miller war nicht sehr angenehm berührt von den Überzeugungen und Vorgehensweise der meisten Gelehrten der damaligen Zeit. All right, we're going to go on. Okay, we're going to go through this because he just continued going on about this, about them wresting and distorting the Word of God. Und er fährt weiter und er schreibt weiter darüber, wie er feststellen musste, dass viele davon das Wort Gottes einfach verunstaltet haben und in einen falschen Bezug setzten. Now we're going to continue on here. Now notice, the word evening and mornings convey to our mind the idea of days. Die Worte Abende und Morgen vermitteln uns den Gedanken von Tag. Okay? Thus the vision is 2300 days long. Und so ist die Vision 2300 Tage lang. But how can this be? Aber wie kann das sein? Says the inquiring mind. Sagt der forschende Geist. Can three kingdoms rise up and become great from a small people, become strong within a little over 6 years? Ist es möglich, dass 3 Königreiche groß wurden, dass sie von einem ganz kleinen Volk zu einer starken Nation in nur etwas über 6 Jahren heranwuchsen? Do you understand his point there? Versteht ihr seinen Punkt? The critics were saying this. Die kritische Forschung sagte zum Teil, The critics that he was arguing with und zwar jene Kritiker seiner Position, mit denen er hier debattierte, were saying that sie sagten, the 2300 days were actual literal dass die days. 2300 Tage buchstäbliche Tage gewesen wären. How many days are in a year? Wie viele Tage befinden sich in einem Jahr? 360, right? 360 nicht. So that would be just a little over 6 years. It'd be 6.38 years. Knapp über 6 Jahre. 6,38 Jahre. Are you understanding? This was the argument of Dr. Stewart. Das war auch das Argument von Dr. Stewart. That the 2300 days cannot go all the way to the end of the world, but that it was simply 6 years that was fulfilled in the time of Medo-Persia. Dass die 2300 Abend und Morgen sich nicht auf das Weltende beziehen, sondern dass es sich hier um knapp über 6 Jahre handelt, die zur Zeit Medo-Persien selbst Erfüllung fanden. Are you all understanding this? So out of this erroneous understanding of what a prophetic day symbolized, Nun, erwachsen aus einem Missverständnis in Bezug auf die Bedeutung eines prophetischen Tages, out of this misunderstanding came the false doctrine that the little horn power would be Antiochus Epiphanes IV. entstand die Überzeugung, dass es sich beim kleinen Horn von Daniel 8 um Antiochus Epiphanes IV. handelt. Has anyone ever heard this before? Habt ihr diesen Namen schon einmal gehört? The interpretation went this way. Die Interpretation geht so, That all the verses we just read in Daniel 8, 9 through 12, dass all die Verse, die wir bisher gelesen haben in Daniel 8, they taught that it was simply just dealing with that little horn was Antiochus coming out of the Greek Empire. in den Versen 9 bis 12, dass es sich dabei handelt um Antiochus Epiphanes, der aus dem griechischen Reich heraus entstand. Okay, do you remember that? Erinnert ihr euch? You had Medo-Persia, Wir haben ja Medo-Persien, then you had wir Greece, haben Griechenland, then you had the 4 horns. dann haben wir die 4 Hörner. One of the horns was Seleucus, Einer dieser Hörner war Seleukus, yes? ja, And then they taught that the false teachers in William Miller's day und die falschen Lehrer
oder die Lehrer, die diese Ansicht falsch, die eine falsche Überzeugung zu diesem Punkt hatten, die glaubten in der Zeit William Millers. They taught that the little horn would be one of the Seleucid kings named Antiochus Epiphanes. Dass das kleine Horn ein seleukidischer König sei, namens Antiochus Epiphanes. I won't write it out unless I'll spell it for you. Ich möchte das euch hier, seinen Namen euch notieren. Antiochus Epiphanes, der vierte. Alright? And they taught that Antiochus Epiphanes would be the one who was called the abomination of desolation. That he would be the one that would, Antiochus Epiphanes would do something. Und sie lehrten, dass Antiochus Epiphanes etwas bewerkstelligen würde. That Antiochus would be the little horn. Er wäre das kleine Horn. And that he would take away the daily sacrifice. Er würde das tägliche Opfer wegnehmen. Now, what was the daily sacrifice back in his day? Und was war das tägliche Opfer in seinen Tagen gewesen? Remember, this was under Greece. Das ist unter Griechenland, unter den Diadochenreichen. They taught the daily sacrifice was a Jewish sacrifice. Sie lehrten, dass das tägliche Opfer sich auf den jüdischen Dienst. And that he would take away the daily sacrifice, that is the Jewish sacrifice. Er würde also das tägliche Opfer, das jüdische Opfer wegnehmen. And that the sanctuary was the temple in Jerusalem. Das Heiligtum in einem Text bezöge sich auf den Tempel in Jerusalem. And this actually did happen, by the way, in history. Das ist doch passiert in der Geschichte. That Antiochus would come and take away, and this is what he actually did. He actually took over Jerusalem for a short time. Antiochus hat für eine gewisse Zeit Jerusalem kontrolliert. And he actually did. He actually abolished the morning and evening sacrifices. Hat den Opferdienst abgestellt, And Morgen- und Abendopfer. he sacrificed a pig on the altar to Und Zeus. Ein Schwein auf dem Brandopferaltar dem Zeus geopfert. And these teachers, back in William Miller's day, Und die Gelehrten in den Tagen William Millers taught that the sacrificing of that swine was then the abomination of desolation. Sie lehrten, dass das Opfer dieses Schweines die Weissagung erfülle, wo es heißt, dass ein verheerender Frevel stattfinden wird. Anybody ever heard this Ein before? Gräuel der Verwüstung. Yeah? This goes on. By the way, this interpretation continues. Die Interpretation geht weiter. Now they had to figure out how to make this work. Sie mussten jetzt dann das Ganze zusammenbringen. So the 2300 days they connected with Antiochus when he would take away the sacrifice of the Jews. Sie haben die 2300 Abend und Morgen jetzt mit Antiochus verbunden, und zwar ab dem Moment laufen lassen, wo er diesen Opferdienst stoppte. Now I'm explaining something here. Ich erkläre jetzt The sacrifice, etwas weiteres. this period of time was during the time of the Maccabees. Das war damals die Zeit der Makkabäer. Anybody ever heard of the Wir Maccabees? von den Makkabäern schon vernommen. This was a Jewish family. Es war eine jüdische Familie. It was very famous for helping to cleanse a temple during this revolt against Greece. Es war eine berühmte jüdische Familie, die es schaffte, den Tempel tatsächlich zu reinigen von all dem, was ihm angetan wird, von seiner Entweihung und Verunreinigung. The leader of this revolt was named Judas Maccabeus. Und der bekannteste Führer war Judas Makkabäus. In the Protestant apocryphal canon, in the Catholic canon, you have the books of Maccabees, First Maccabees, Second Maccabees. In dem, was wir als Apokryphen bezeichnen, was aber zu den deuterokanonischen Schriften in der katholischen Bibel mitzählt, sind die Makkabäerbücher. That talks about this history. Und da kann man im ersten Makkabäer über diese ganze Geschichte Now the lesen. interpreters had a problem though with the 2300 days Und die Interpreten aber hatten ein Problem mit den 2300 Tagen. because Antiochus never took away the sanctuary for 6 years. Denn He never took the sacrifices out of the sanctuary for 6 years. Antiochus hat zwar die Opfer beseitigt, aber nie eine Zeitspanne von über 6 Jahren lang. So this is what William Miller was dealing with. Und damit hatte William Miller zu tun. When they want to say it's not a day, it's an evening morning. Und sie sagten, es ist kein Tag, es ist ein Abend und Morgen. And so what they did was they divided this in half.
half for the evening, half for the morning. Was sie gemacht haben, sie haben das in zwei geteilt. All right? Und zwar, weil sie gesagt haben, die 2300 beziehen sich auf die Morgenopfer und auf die Abendopfer. Und somit müssen wir es in zwei dividieren. Which would be somewhere around 3.16 years. Und dann kommt man auf ungefähr 3,16 Jahre. By the way, that doesn't work either, Und das funktioniert aber auch nicht. because the sacrifices weren't taken away for even 3 years, but that's how close they got. Denn die Opfer wurden keine 3 Jahre beseitigt, aber das kam dem schon etwas näher, wenn man die 2300 in zwei geteilt hat. But this interpretation was used to undermine William Miller's interpretation of the 2300 days and the daily. Aber diese Interpretation benutzte man, um die Interpretation von William Miller zu unterminieren und damit auch das Verständnis des Täglichen. Are you understanding this? Haben Ja. wir das nachvollzogen? Yes or no? Ja oder nein? Okay. Now, what's interesting about this? Was interessant ist in diesem Zusammenhang, This was a pretty strong argument that was being used against the es Millerites. war ein recht starkes Argument, das gegen die Milleriten vorgebracht It wurde. was so strong of an argument Es war so stark als Argument, that they actually had to put this as a false teaching on the 1843 chart. dass sie das als eine falsche Lehre auf die 1843-Karte draufschrieben. And so they actually addressed this false teaching that Antiochus was a little horn. Sie haben also diese falsche Lehre, dass Antiochus das kleine Horn wäre, auf der 1843-Karte wieder gespiegelt. Right Widerspiegeln here. lassen. Right here. Da steht's, Where it says 164, 164 vor Christus. right next to the little horn. Daneben sehen wir das kleine Horn. I want you to read that because it's in German. Aha, richtig. Und hier steht es auf Deutsch, der Tod von Antiochus Epiphanes, der natürlich nicht gegen den Fürsten der Fürsten auftrat, denn er war 164 Jahre bevor der Fürst der Fürsten geboren wurde, bereits gestorben. You see that? Sehen wir das? So they're saying is that Antiochus died far before Christ, so he couldn't have been the little horn. So, ja, also hier steht, dass Antiochus starb lange bevor Christus geboren wurde und somit konnte er nicht die Macht gewesen sein, die gegen den Fürst des Fürsten auftrat, der sehr viel später erst geboren wurde. So if Antiochus is not the little horn, Antiochus kann das kleine Horn nicht sein. then the daily Also is not the Jewish sacrifices. kann es sich beim täglichen nicht um die jüdischen Opfer handeln. Are you all with me, friends? Konntet ihr mir soweit folgen? Now you're saying, well, wow, that seems like a very bizarre teaching. Nun, das scheint auch tatsächlich eine recht seltsame Lehre, mag der ein oder andere von euch denken. Yeah, did you know there was actually a man who accepted that teaching many years later, prominent Adventist? Gewusst, dass ein prominenter Adventist genau diese Lehre viele Jahre später übernommen hat? His name was Elliot Wagner. Sein Name war Elliot Wagner. Did you know that? Habt ihr das gewusst? I actually, in my office, I have a book called the Confessions of Elliot Wagner, his last letter before he died. Ich habe in meinem Büro ein Büchlein und da findet sich das Glaubensbekenntnis von Elliot Wagner, das er verfasste, kurz bevor er starb. This is when he left the church. Und zwar, nachdem er die Gemeinde verlassen And hat. he wrote that he could never be reconciled again to Adventists, the Seventh-day Adventist Church. Und er schrieb dort, dass er niemals wieder versöhnt werden könnte zur Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. And the reason why was because he had accepted Prescott's view of the daily. Und er nannte den Grund, weil er die Sicht Prescotts über das Tägliche angenommen hatte. Okay, and when he accepted Prescott's view of the daily, Und als er Prescotts Ansicht über das Tägliche angenommen it hatte, opened up his mind to go back and study the early Protestant view of the daily. öffnete ihm das den Sinn, um die frühe protestantische Überzeugung zum Täglichen zu studieren. And that caused him to accept the early Protestant view of the 2300 days, that it was fulfilled in the days of Antiochus. Und das hat ihn dazu geführt, dass er auch diese Sicht, die in der Reformationszeit schon bekannt war, annahm, dass es sich dabei um Antiochus Epiphanes gehandelt And hat. therefore he einen said, kleinen Horn. and therefore he said 1844 had no significance. Und deswegen kam er zu der Schlussfolgerung, dass 1844 keine Bedeutung It's besitzt. a shocking letter to read. Das ist ein schockierender Brief, wenn man ihn liest. This is the confessions of Elliot Wagner, who had been used by the Lord in 1888 at the General Conference Session. Das ist das letzte Bekenntnis, Glaubensbekenntnis von Elliot Wagner, der doch zuvor im Jahre 1888 von Gott so machtvoll gebraucht worden war, zu Minneapolis bei jener
bekannten Generalkonferenz. And yet, based upon the incorrect view of the daily, it caused him to leave everything he had believed. Aufgrund eines Missverständnisses in Bezug auf das Tägliche kam er zu dem Punkt, dass er alles, was er zuvor geglaubt hatte, über Bord war. Very interesting, isn't it? Sehr interessant, nicht? All right, so now let's continue on here because we only have a short time. Fahren wir fort, denn wir haben ja jetzt nicht so viel And Zeit. if you want the reference to some of these things, this is Miller's response to Stewart's hints on the interpretation of prophecy, pages 20 and 24. Hier ist die Quellenangabe, das ist Millers Antwort auf Stewarts Hinweise auf die Interpretation der Prophetie, Seite 20 bis 24, das Jahr war 1842. All right, let's continue on here. Fahren wir fort. Now we've already read this quotation in the book Desire of Ages. Wir haben bereits dieses Zitat hier im Buch des Leben Jesu gelesen, That the 2800 days are actually years. dass die 2300 Tage 2300 Jahre Yes. darstellen, That the starting point for the 2800 days is the starting point for the 70 weeks. dass der Anfangspunkt für die 2300 Jahre zugleich der Anfangspunkt für den Beginn der 70 Wochen ist, That a day equals a year. dass ein Tag in der Prophetie für ein Jahr steht, The starting point for the prophecy was given, the restoring and building Jerusalem. dass der Startpunkt für die Weissagen gegeben wurde, weil gesagt worden war, dass wenn der Erlass erginge, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte, Beginning in 457 BC. und das war im Jahr 457 vor Christus, dass dann die 70 Jahrwochen als erster Teil der 2300 Jahre beginnen würde. And when you count that down all the way, it begins in 1844. Und wenn man diese ganze Kalkulation vorgenommen hat, gelangt man in das Jahr Now, I just want to be 1844. able to show what we were talking about earlier, the different views about the daily in the ancient modern schools of interpretation. Ich möchte hier zusammengefasst die verschiedenen Ansichten, die über das Tägliche gehegt werden, euch darstellen. And by the way, we want to welcome those who have come who are new. Herzlich willkommen euch, die hinzugestoßen seid heute Nachmittag. We're having a little bit more of an intellectual study right now. Dieser Vortrag ist der erste Vortrag, der ein ganzes Stück intellektueller ist von der And so Thematik her. don't be discouraged if you don't know what I'm talking about, because I actually had to former several lectures about this. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr dem nicht wirklich gerade folgen könnt. Das ist jetzt ein zweiter Teil von einem ersten Teil und baut darauf auf. But we've been studying about Christ's work as being our high priest in heaven for us. Wir haben diese Woche vor allem über Christi Werk im Himmel für uns nachgedacht, der unser Hohepriester heute dort ist. And tonight we're going to continue in our easy to understand Bible lectures about how close we are to the second coming of Und Jesus. heute Abend wird es einen leicht verständlichen Vortrag geben, der zeigen möchte, wie nahe die der Wiederkunft Jesu heute gekommen sind. Alright. So if anybody, if you're having a difficult time understanding what I'm saying now, stick around. It will be easy to understand and powerful tonight. Solltet ihr jetzt es euch nicht immer so leicht tun, dem zu folgen, was ich gerade ausführe, bleibt, wenn es euch möglich ist, bis heute Abend. Um 7 geht's los und dann werden wir einen leicht verständlichen Vortrag haben. All right, amen. All right, very quickly. So we already looked at Daniel 8, 11 through 14. Wir haben also die Verse 11 bis 14 aus Daniel 8 schon angeschaut. The event is that the daily was taken away and the sanctuary cast down. Das Ereignis, um das es geht, ist, dass das Tägliche weggenommen worden ist und dass das Heiligtum der Zertretung preisgegeben wurde. The question is that they ask how long. Die Frage, die gestellt worden ist, wie lange? The answer is that the 2,300 days, for 2,300 days, then the sanctuary would be cleansed. Die Antwort lautet, bis 2300 Abende und Morgen oder Tage, dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Now here are the different interpretations. Hier haben wir die verschiedenen Interpretationen. The pre-Millerite view Hier haben wir die Sicht, die vor dem Aufkommen der Millerbewegung existierte. was either one of two interpretations. Da gab es zwei mögliche Sichtweisen. Like we read from Dr. Stewart, Wie wir bereits bei Dr. Stewart sahen, they believed that the daily was the Jewish sie sacrifices. glaubten, er glaubte das und viele andere auch, dass es sich beim täglichen um die jüdischen Opfer handelte Taken away by Antiochus Epiphanes. und dass Antiochus Epiphanes diese abgeschafft hatte. Others, like Martin Luther, Andere wie Martin Luther believed that the daily was speaking of Christ's ministration for us. glaubten, dass das tägliche von Christi himmlischen Heiligtumsdienst And handelt. he believed that was taken away by the papacy by replacing it with the Mass. Er glaubte, dass dieser Dienst vom Papsttum hinweggenommen worden wäre, und zwar indem das Papsttum diesen Dienst durch die Messe ersetzt habe. That was the view that Louis Conradi accepted. Und das ist die Sicht, die Ludwig Conradi später annahm. The Millerite view
William Miller und viele zu seiner Zeit glaubten, which we've already discussed, wir haben das bereits gesehen, that the daily was paganism in general, or Rome in particular. Dass es sich beim täglichen um das Heidentum handelt, Right. oder, und zwar im Allgemeinen, oder um Rom, das heidnische Rom im Speziellen. That's what we just got done studying. Und das haben wir gerade studiert. Yeah, that makes a whole lot more sense. Das macht viel mehr Sinn. So therefore, the old view Das heißt, die alte adventistische Sicht is the same. ist genau Okay. diese The new view, von Miller und seinen Genossen. the new view, Die neue adventistische brought in Sicht, by Conradi and Prescott and Daniels, die Conradi aufbrachte, die Prescott und Daniels dann aufgriffen, is that the daily is Christ's mediation in the heavenly sanctuary. ist, dass es sich beim täglichen um Christi Dienst im himmlischen Heiligtum handelt. How many have heard that before? I think Wer hat das schon einmal gehört? that's the one that's taught now. Das Universal. wird heute eigentlich überall an unseren Universitäten so gelehrt. What's interesting is that new view is now merged into more of an evangelical view. Interessant ist, dass diese neue Sicht immer stärker jetzt, ich meine, mit einem gewissen evangelikalen Aspekt verbindet, That it represents Christ's ministration in the new covenant, and that there doesn't necessarily have to be a heavenly sanctuary. Und zwar spricht man jetzt immer mehr auch davon, dass es um Christi Dienst im neuen Bund handelt und man nicht mehr unbedingt den Bezug auf das himmlische Heiligtum herstellt. Which is very similar to going back to the early Protestant view. Und das wiederum ähnelt sehr stark der frühen protestantischen Sicht. Okay? So it's erased the distinction of us as a denominated people, and we become much more ecumenical. Das heißt, ein Unterscheidungspunkt unserer Überzeugung ist eigentlich in der Auflösung hier begriffen und wir sind viel stärker ökumenisch gesinnt in diesem Punkt. All right, so this is W.W. Prescott. Hier haben wir Prescott. Let's go ahead and read a little bit about what he says here. Prescott schreibt. Now, this is the incorrect view. Just giving you some history. Ökumene nahe, so könnte man sagen, was diese Sicht betrifft. Since the word continual includes all the leading features of the priestly mediation typified by the morning and evening sacrifices. Das Wort, das Beständige, so schreibt er, beinhaltet all die Hauptaspekte der priesterlichen Vermittlung, wie sie durch das Morgen- und das Abendopfer vorausgeschattet war. The incense offering, as well as the showbread, is the word perpetual, or the same word as continual. Er sagt, dass das Weihrauchopfer wird im Zusammenhang, also er spricht hier vom Räucheraltar, genau. Das, was auf dem Räucheraltar aufstieg war, wurde als beständig bezeichnet, so wie auch das Schaubbrot als beständig bezeichnet wird. And he says that these were symbols of the great mediator. Und er sagt, das waren Symbole des großen Mittlers. All right, see what he's doing here? Seht ihr, was er hier macht? Is this getting too confusing for you? Seht ihr, was er hier macht? All right. So what he's doing is he's changing the word. He's using the Hebrew adjective of continual and trying to say that's the same thing as the Hebrew noun in Daniel. It's what we talked about in our former lecture. Er macht genau das, was wir vorhin gesehen haben. Und zwar stellten wir ja fest, dass in Daniel Kapitel 8 das Wort das tägliche oder das beständige, das hebräische Wort Tamid übersetzt und das Tamid nur dort als Subjekt gebraucht wird. Er erklärt jetzt Daniel 8 und den Gebrauch von Tamid in Daniel 8 genauso wie Tamid sonst im Alten Testament hauptsächlich gebraucht wird, also als Adjektiv in Verbindung mit Gegenständen des Heiligen, dem Schaubrot, den Schaubroten, dem Leuchter und dem Räucheraltar. All right, and what's going to happen is he's now going to add the word mediation into the text instead of sacrifice in Daniel 8. Und was er jetzt macht, ist, dass er dort, wo viele Übersetzer mit Opfer, das Wort Opfer hineintun, was ja gar nicht dort steht, dass er dort jetzt das Wort Vermittlung einsetzt. And they're going to apply the statement to the heavenly sanctuary rather than to the temple at Jerusalem. Er schreibt, und das ist nun in Zusammenhang zu sehen mit dem himmlischen Heiligtum und nicht mit dem Tempel zu Jerusalem. All right, let's continue on.
We're going to pass all this so I don't confuse you anymore. This is his interpretation of Daniel 8, 9 through 12. Ich möchte das jetzt abkürzen, damit hier nicht zu viel darüber jetzt ausgesagt wird. Es mag jetzt etwas verwirrend sein in der Kürze der Zeit und fahre fort. Alright, you see what he's doing here. He's saying, see the little horn exalted himself against Christ and took away from him the continual mediation. And the place of Christ's sanctuary, the heavenly sanctuary, was cast down. It's a totally different interpretation of what we learned. Legt diesen Vers anders aus, ganz anders, als wie wir sahen, dass er eigentlich verstanden werden muss. Er schreibt, das kleine Horn machte sich selbst groß bis zum Fürsten des Heeres, Christus. Und es, das kleine Horn, nahm von Christus den beständigen Mittlerdienst hinweg. Und der Ort seines Christi Heiligtums wurde von ihm hinabgestürzt. So war seine Überzeugung. I want you to notice what he's doing here. Ich möchte, dass ihr seht, was er hier macht. He's adding his own words Er tut seine eigenen Worte hier einfügen into this interpretation in seine Interpretation. and not going based upon the Hebrew language itself. Und zwar nicht auf der Grundlage des Hebräischen selbst. You understand this? And You see, he's basing this upon the old interpretation that the sanctuary was the one in Jerusalem. You notice that? Und er geht zurück auf diese alte Interpretation, dass es sich beim Heiligtum hier um das Heiligtum in Jerusalem gehandelt hätte. You see what he said? He's replacing the heavenly sanctuary rather than the temple at Jerusalem. So he's building off of the old Protestant view. Er baut hier auf die alte protestantische Sicht auf. All right. So we're going to go on past all this, and let's look at a few other quotes before we. Now this is what he says. Er schreibt dann, He says, to rectify a mistake which has been made in the interpretation of the daily does not make any change in the fundamental doctrine of the third angel's message. er schreibt, einen Fehler zu berichtigen, der gemacht worden ist in der Interpretation des Täglichen, das verändert nichts an der grundlegenden Lehre der dritten Engelsbotschaft. But is that true? Aber ist das wahr? Let's continue on. He says, our interpretation, the new interpretation of the daily, only serves to emphasize the importance of this prophetic period. Er sagt, unsere Interpretation, das heißt diese neue Sicht des Täglichen, dient allein der Betonung der Wichtigkeit dieser prophetischen Zeitkette in ihrer Beziehung zu unserem Werk für diese Generation. It therefore seems 1,000 pities that any effort should be made to withhold this knowledge from our people. Und von daher erscheint es mir, so schreibt er, äußerst traurig, wenn man sich bemüht, diese Erkenntnis von unserem Volk fernzuhalten. By attempting to maintain an interpretation of this prophecy which is contrary to history and sound principles of scripture interpretation. Indem man eine Interpretation dieser Weissagen aufrecht erhält, die gegen die Geschichte steht, wie auch gegen die gesunden Grundsätze biblischer Interpretation. So you understand what he's doing? So Seht ihr, was er macht? he's disagreeing with the foundational understanding of prophecy that our people had. Er stimmt hier nicht mehr überein mit dem Verständnis der prophetischen Auslegung, wie wir es als Volk über lange Zeit hatten. And he's saying it's a pity to withhold this from the people. Er sagt, es ist aber traurig, wenn wir die neue Erkenntnis zurückhalten vor dem Volk. Now I want to notice, this is going to be our last quotation. Nun, hier unser letztes Zitat. This is what Brother W.S. Washburn says Hier nun das, was Bruder Washburn sagte. in response to Prescott's new interpretation. In Antwort auf Prescotts neue Interpretation. Very interesting, Eine sehr interessante because he Aussage. clarifies the actual language. Und er geht hier auf die sprachlichen Aspekte auf. Now, this was actually written in the year 1920, Das wurde im Jahr 1920 geschrieben. and he was writing this to the General Conference President, A.G. Daniels. Und er schrieb das an den Generalkonferenzpräsidenten Daniels. He says, remember, Brother Holmes, that all forms and phases of apostasy have but one root. Erinnere dich, Bruder Holmes, dass alle Formen und Phasen des Abfalls eine einzige Wurzel, eine gemeinsame Wurzel haben. Now, pay attention to Brother Washburn's logic. Und beachte die Logik von Bruder Washburn. In fact, there has been and will be but one apostasy from the fall of Adam until Christ shall come. Tatsächlich hat es und wird es nur einen Abfall geben vom
vom Fall Adams an bis zu Christi Kommen. That is the worship and service of the creature more than the creator. Die Anbetung und der Dienst der Kreatur anstatt des Dienstes und der Anbetung des Schöpfers. The whole creation, even Satan himself, in his original purity, is a creature or a creation of God. Die gesamte Schöpfung, sogar Satan selbst in seiner ursprünglichen Reinheit, ist Schöpfung Gottes gewesen. Thus, in the end, Satan, who is the wisest and greatest creature of God, ultimately comes to be supremely worshipped by all who do not worship the true God. So ist es dann am Ende so, dass Satan, der ursprünglich das weiseste und größte Geschöpf Gottes gewesen ist, am Schluss der sein wird, der die höchste Anbetung von Seiten aller empfangen wird, die den wahren Gott nicht anbeten. He, speaking of Satan, is continually in transgression. Der Satan ist ständig in Übertretung. Right? Now notice his argument here. Und hier ist ein Argument. Without a moment's intermission, he, Satan, is continually in rebellion. He is daily in transgression. Ohne einen Augenblick der Pause ist Satan ständig in Rebellion, täglich befindet er sich in Übertretung. The daily by reason of transgression in Daniel 8:12 is literally in the Hebrew the daily in transgression. Das tägliche aufgrund von Übertretung in Daniel 8, Vers 12 ist buchstäblich vom Hebräischen her das tägliche in der Übertretung. Did you get it? The Hebrew is hatamed, the daily or continual, and bepashag, in transgression. That's actually what it says. The daily is in transgression. Das Hebräische besagt ha tamid be pasha. Das heißt, das tägliche oder beständige in Übertretung. All right, this is what he's saying here. Das sagt er hier. And he's speaking of the Hebrew prepositions and quoting Gesenius, Hebrew and Greek lexicon, that the Daniel 8:12 is literally saying that daily is in transgression. Und er zitiert hier ein Lexikon, das ist das hebräisch-griechische Lexikon von Gesenius, geht hier noch auf eine Präposition ein, möchte aber den Punkt machen, dass das tägliche in direkter Verbindung sprachlich steht zu in Übertretung. Das tägliche ist in Übertretung. So who is the daily? Wer ist das tägliche? The daily in transgression. Wer ist das, was beständig in Übertretung The ist? daily in transgression is primarily Satan. And thus any system of religion that leads to devil worship. Das tägliche in Übertretung ist in erster Linie Satan und damit jedes religiöse System, das zur Teufelsanbetung führt. That's why it's so wrong to make the daily in transgression Christ's sanctuary ministry. Deshalb ist es so falsch, wenn man das tägliche, das in Übertretung ist, zum himmlischen Heiligtumsdienst Christi erhebt. All paganism, heathenism, is direct or indirect devil worship. Alle Formen von Heidentum sind direkt oder indirekt Anbetung von Teufeln. All heathenism, Das Heidentum, Buddhism, der Buddhismus, Hinduism, der Hinduismus, der pantheism, the Pantheismus, teaching that God is in all, die Lehre, dass Gott in allem sei. new thought, is the daily in transgression. Und auch viele neue religiöse Gedanken sind nichts anderes als das tägliche in Übertretung. Christian science is simply pantheism covered over with a name and a thin veneer of Christianity. Die christliche Wissenschaft ist eigentlich Pantheismus und trägt einen Namen, den sie nur als ein Gewand verwendet, wo ein ganz feiner Faden des Christentums mit eingewoben ist. This is the daily in transgression. Das ist das tägliche in Übertretung. In spiritualism, we also see paganism modernized, but it's the same devil worship. It's Auch daily in im transgression. Spiritismus sehen wir das Heidentum nur in einer modernen, gesellschaftlich akzeptablen Form dar. All right. Auch das ist das Heidentum, ist das tägliche in Übertretung. The great apostasy in the church from paganism to the papacy in the Roman Empire was simply the putting the role of Christianity in its profession over the same old paganism. Der große Abfall in der Kirche, als sie überging vom Heidentum zum Papsttum im Römischen Reich, war ganz einfach das Anziehen des Kleides, des christlichen Kleides und eines Bekenntnisses
das in Wahrheit über und auf dem alten Heidentum getan worden ist. The daily transgression, Die tägliche Übertretung, that is paganism, das heißt das Heidentum, gave place to the transgression of desolation, that is the papacy. machte Raum der Übertretung oder dem Gräuel, der Verwüstung, dem verheerenden Frevel, sprich dem Papsttum. It sets the creature above the creator, Das Geschöpf wird über den Schöpfer gestellt and the word of the creature against the word of und God. das Wort des Geschöpfes wird über das Wort des Schöpfers gestellt. When the papacy rose in the first centuries after Christ, Als das Papsttum in den ersten Jahrhunderten nach Christus aufkam, it was the same exaltation of the word of man above the word of God. wurde das Wort des Menschen erhöht über das Wort Gottes. Man's reason and will above the spirit of prophecy. Die Vernunft des Menschen und sein Wille über den Geist der Weissagung. So also in the pantheistic Christian Science apostasy of Dr. Kellogg. Genauso verhält es sich in der Lehre, die Dr. Kellogg, als er abfiel, annahm. Es war eine pantheistische christliche Wissenschaft. It was the word of man against the spirit of prophecy. Das Wort des Menschen wurde anstatt Gottes Wort erhöht. So also in the Washington College today and all of our universities. Und genauso im Washington College heute und in unseren Universitäten It's immer mehr heute. it's man's reason and his authority above the spirit of prophecy, ultimately above the Bible. Die Vernunft des Menschen, seine Autorität wird über den Geist der Weissagung, über das Wort der Schrift gestellt. It's the same old daily or continual transgression. Es ist dasselbe alte tägliche, dieselbe alte beständige Übertretung, Clothing itself in Christian robes die sich in christliche Kleider einhüllt and becoming the very heart of our religion. und die zum Herz selbst unserer Religion geworden ist. Pretending to be the continual mediation of Jesus. Sie behauptet, die ständige Vermittlung Christi darzustellen, Which is what Prescott is teaching. was Prescott lehrt. Very interesting little letter, isn't it? Sehr interessanter Brief. This is by J.S. Washburn in a little book called The Startling Omega and His True Genealogy, and an open letter to A.G. Daniels, and appeal to the General Conference, April 18, 1920. Die stammt von J.S. Washburn vom 18. April 1920. Es war ein offener Brief an A.G. Daniels, den GK-Präsidenten. Es war eine Aufforderung an die Generalkonferenz und unter dem Titel das erschreckende Omega und seine wahre Genealogie. So, let's go ahead and look at this once again. This is our last slide. Okay, schauen wir uns das noch einmal kurz an. All right. And again, this has been our continuation of this lecture on the 2000 days. Gut, wir haben hier unser Studium über die 2300 Abenden Morgen All fortgesetzt. right, we looked at 457 all the way down to 1844. Wir haben uns das Jahr 457 angeschaut und haben die einzelnen Segmente studiert, die die prophetische Kette uns nahelegt, bis wir zum Jahr 1844 And we vorstehen. read earlier that 457 was connected with Medo-Persia. Wir haben vorhin schon gelesen, dass 457 mit Medo-Persien verknüpft ist. So this is linked with the history of the daily paganism. Und dies in Verbindung steht mit der Geschichte des Täglichen, mit der Geschichte des Heidentums. Yes or no? Ja oder nein? Yes. So the clue, the link, that is, the clue that paganism, the daily was paganism, helped the pioneers to look at Medo-Persia as being the beginning of the 2000 days. Die Tatsache, dass die Pioniere damals erkannten, dass es sich beim Täglichen um das Heidentum handelte, half ihnen, die Zeitweissagung dann in 8, Vers 14 in direkte und sofortige Beziehung zum Persischen Reich als dem ersten Reich, das in der Weissagung erwähnt wird, zu setzen. Do you understand that? If you don't, let me illustrate this very quickly before we Lasst end. mich das euch illustrieren. There's only two primary views of the daily today. Es gibt heute eigentlich nur zwei Hauptüberzeugungen, was das Tägliche bedeutet. Paganism Entweder das Heidentum or Christ's mediation in the heavenly sanctuary. oder Christi Mitteldienst im himmlischen Heiligtum. Right? Richtig? Yes or no? Yes. This is the debate today now. Das ist die Debatte, die zu diesem Punkt existiert. All right, and so the 2,300 days prophecy is connected with how long shall the daily be taken away? Die 2300 Jahre Weissagung ist mit der Or Frage, how long would the prophecy be connected to the daily? verknüpft, wie lang diese Zeitweissagung mit dem
Täglichen verknüpft ist. Okay? 2300 days. What does a day equal? 2300 Tage. A year. Ein Tag steht für ein Jahr in der Prophetie. So question. Frage. When is the earliest time in history when Jesus began his ministry as our high priest? Wann ist der frühestmöglichste Zeitpunkt in der Geschichte, wo Jesus seinen hohepriesterlichen Dienst für uns aufnahm? 1844. No. When did Jesus go to heaven? Wann ist Jesus in den Himmel aufgefahren? 31. Jesus was crucified in the spring of 31 AD. Jesus wurde im Yes. Frühjahr des Jahres 31 nach Christus gekreuzigt. He resurrected. Er ist auferstanden, He went to er heaven. ist in den Himmel He gefahren. became our high priest. Er wurde zu unserem Yes. hohen Priester. We've been looking at this all week. Das haben wir die ganze Woche betrachtet. Yes? Ja, So Jesus began his mediation in the heavenly sanctuary in 31 AD. Jesus begann seinen Dienst im himmlischen Heiligtum im Jahre 31 nach Christus. So let's see how that destroys this prophecy. Sehen wir mal, dass die Weissagung zerstört, wenn wir hier den falschen Anfangspunkt für die 2300 Abend und Morgen wählen. So this is the earliest that supposedly the daily could be taken away. Also, wenn man glaubt, dass das tägliche, der hohepriesterliche Dienst Christi im Heiligtum Yes. sei, dann ist das der frühestmöglichste Zeitpunkt, wo das tägliche hätte weggenommen The werden. question is how long? Die Frage nämlich in Daniel 8, Vers 13 ist, wie lange geht die Vision, die von diesem täglichen spricht? So the daily is Christ. Wenn nun das tägliche sich auf Then you Christus have, then bezieht, you have to date the 2300 days from 31 AD. dann muss man die 2300 Tage von 31 nach Christus And abberechnen. what do you get? Und wohin kommen wir? 18. 2331 AD. In das Jahr 2331. Oh, yes. Totally destroys the prophecy. Das zerstört die Weissagen ganz. Are you all with me, friends? Jetzt nach. Könnt ihr mir folgen? So the judgment can't begin until 2000. We still have, what was 2015? We still have 315 more years to go. Das heißt, oder das hieße, wenn das Gericht erst im Jahre 2331 im Himmel beginnen Ja. kann, dann haben wir noch über 300 Jahre bis But, dahin. but let's even get more complicated. Aber es wird noch komplizierter. The new view Die neue Sicht, by Prescott wie Prescott sie says that it was vorstellt, the papacy that took away the mediation of Christ. sagt, dass das Papsttum den Mittlerdienst Jesu weggenommen hat. Right? Richtig? So what is the very earliest that the papacy could do that? Wann könnte das Papsttum das getan haben zum frühestmöglichsten Zeitpunkt? When did the papacy rise in history? Wann ist denn das Papsttum aufgekommen in der Geschichte? 538. Im Jahre 538 Okay, erst so war from es that, fest etabliert. so how long then? From there, Wenn 2300 man also days? 2300 Jahre von 538 That's 2838 AD. an berechnet, kommt man in das Jahr 2838 nach So we Christus. still have 815 years, 800 and some odd years? Wir hätten also mehr noch Tell als 800 Jahre vor uns, bevor Christus seinen Dienst als Richter im Himmel aufnehmen würde. Are you getting it? Yes. And so, if you understand that the daily is paganism, Begreifen wir aber, dass es sich beim Wort das tägliche oder das Beständige im Buch Daniel um das Heidentum handelt. and the prophecy of Daniel chapter 8 began with the ram, the kingdom of Medo-Persia, Und die Weissagung in Daniel 8 mit dem wieder begann, also mit dem Medo-Persischen Reich. so we begin looking for the time that this decree went, or that this period began in the history of Medo-Persia. Dann ist ganz klar, dass wir versuchen, einen Anfangspunkt für die 2300 Abend und Morgen zur Zeit Medo-Persiens zu finden. Are you all with me, friends? Könnt ihr mir folgen? And the pioneers looked at 457 BC as the beginning of this date. Und unsere Pioniere stellten fest, dass es sich darum das Jahr 457 vor Christus zu handeln Which would end in handelt. 1844. Und das führte dann das Jahr 1844. So if you change the view of the daily, Wenn man also die Sicht des Täglichen verändert then it's no longer paganism. und es nicht mehr das Heidentum darstellt, So it can't be related to Medo-Persia. kann es nicht mehr in Bezug gesetzt werden So zu we have to get rid, Persien. so we have to get rid of that date. Wir müssen also dieses Datum beseitigen. So when we change Miller's view, Verändern wir William Millers Überzeugung? we throw away that date. Stoßen wir eigentlich dieses Datum um? If we destroy that date, Zerstören wir dieses Datum? then we don't come up with this date. Ist das Folgedatum nicht richtig? Right? Because 457 was 7 weeks and then the street shall be built. Denn 7 Wochen nach 457 vor Christus sollten Straßen und auch Yeah. Straßen und, wie heißt es, Gräben sollten wieder aufgerichtet sein. And from this date, we had 62 weeks until the Messiah. Straßen und Plätze. Und von 408 vor Christus
folgten 62 Wochen bis zum Kommen des Messias. But if we don't have that one, we can't get that one. Haben wir die erste Zahl nicht, das Anfangspunkt, kommen wir nicht zur zweiten, kommen auch nicht zur dritten. And then we can't get this one, the 7 weeks. Und kommen auch nicht zur letzten Woche, in der Mitte derselben Christus gekreuzigt wurde. And if we don't have 457, Haben wir 457 nicht, we certainly don't have 1844. haben wir mit Sicherheit auch nicht 1844. So the whole thing falls apart. Alles bricht zusammen. And so the 1844 gospel has become impeached. Das heißt, das Evangelium von 1844 wird in Frage gestellt. And did you know that it was because of this misunderstanding of the daily that Desmond Ford famously denied a whole heavenly sanctuary? Habt ihr gewusst, dass aufgrund eines Missverständnisses eben diese Frage des täglichen, der bekannt gewordene Desmond Ford überhaupt verneinte, dass es ein Heiligtum im Himmel gibt? So as we study the everlasting gospel, Wir haben das ewige Evangelium studiert. the sanctuary, Wir haben über das Heiligtum in gesprochen. 1844, Wir haben über 1844 gesprochen. it's important to have the correct understanding of these prophetic waymarks that our pioneers had. Und haben jetzt auch noch festgestellt, wie wichtig es ist, dass wir die prophetischen Wegmarken wirklich biblisch fest haben, wie unsere Pioniere das eben hatten. So we're going to close on that point. Wir möchten hier zum Abschluss kommen. For those of you who have understood this lecture, Für jene unter euch, die das nachvollziehen konnten, was wir studierten. you've been here for the whole week. Ihr seid die ganze Woche hier Was gewesen. this helpful to explain the controversy over that issue? War das für euch hilfreich, um die Kontroverse über diesen Gegenstand Ja. zu verstehen? Yes, yes. Okay? All right. So we're going to close on that point. Wir möchten hier zum Abschluss kommen. When we come back tonight, about an Wenn hour, wir um 7 wieder hier sind, we'll be studying a totally different subject. werden wir ein ganz anderes Thema studieren. We'll be studying the second coming of Wir Christ. sprechen über die Wiederkunft Christi. And we'll be discussing what's happening in the world nations today. Und wir werden versuchen einzuordnen, was heute in den Nationen vor sich geht. And how the Bible predicts that the world will come together just before Christ Und comes. wie die Bibel vorausgesehen hat, dass die ganze Welt sich vereinen wird, unmittelbar bevor Christus And we're wiederkommt. talking about what we need to do to get ready for Jesus to come. Und wir werden auch darüber sprechen, was wir zu tun haben, um bereit zu sein, wenn Christus kommt. Amen? Amen. Let's pray. Wir möchten beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, thank you for our Bible study. danke für das Bibelstudium. Today's lecture has been a little bit more detailed and perhaps complicated. Heute ist es für uns sicher nicht nur detaillierter, sondern auch herausfordernder, vielleicht komplizierter gewesen. But help us to never forget Aber hilf uns nie zu vergessen, the wonderful truth die wunderbare Wahrheit, that Jesus is our high dass priest Jesus unser Hohepriester in ist, the heavenly sanctuary im himmlischen Heiligtum, since 1844, seit 1844 im and Allerheiligsten. that He is now praying for us, Und dass er für uns betet, wanting to wash us clean er from our möchte sins, uns reinwaschen von unseren Sünden. and to get us ready for His soon coming, Und er möchte uns bereit machen für sein baldiges Kommen, where He will take His faithful children to heaven. wo er alle, die seine treuen Kinder sind, mit sich in den Himmel bringen wird. Please bless your people, Segne dein Volk, give them grace, gib ihnen Gnade and may your holy angels be here in this place. und möge deine heiligen Engel hier in diesem Ort As sein. we prepare for the Sabbath, Wenn wir uns jetzt auf den Sabbat vorbereiten, just like you kept the Sabbath, you gave us the Sabbath in the beginning of time. so wie du uns den Sabbat am Anfang der Zeit schon And gabst, how all your people in times past kept the und Sabbath. so wie alle deine Kinder durch die Zeitalter hindurch, wenn sie die Erkenntnis dazu hatten, den Sabbat hielten, And just how the apostles and prophets kept the holy Sabbath day. wie die Apostel und zuvor die Propheten den Sabbat heilig The hielten, Sabbath is one of the 10 Commandments. als einem der 10 Gebote. Help us to enjoy our time of worship together. Hilf auch uns, dass wir eine ganz besondere Zeit an diesem Ruhetag dann erleben können. And may you spend special time with us. Und mögest du eine besondere Zeit mit uns erleben. And may the presence of the Holy Spirit and the holy angels be here. Möge die Gegenwart deines Heiligen Geistes und heiliger Engel hier sein. Thank you, dear God, Danke, lieber Gott, for hearing these dass prayers. du unsere Gebete gerne And it erhörst. is in your Son, Jesus Christ's name we pray. Und wir beten im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.